Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück. Das letzte Mal haben wir uns die Druckkammer angeschaut und die Technik, die dahinter steht. Dieses Mal schauen wir uns die Tauchergruppe an sich an. Das heißt im Endeffekt, wer sind unsere Taucher an Bord, was haben die für Ausrüstung und wozu haben wir die an Bord? Und das schauen wir uns jetzt an. Moin, ich bin Oberbootsmann Tom, bin Netzfurt-Informationstechnikmeister hier an Bord und ebenfalls bin ich tätig in der Tauchergruppe als Schwimmtaucher. Die Tauchergruppe an Bord befasst sich mit der Schiffsbodenuntersuchung, das heißt, wir gucken uns den Rumpf des Schiffes an, ob da Schäden sind, reparieren diese oder auch Hafenanlagen und den Grund, um mögliche Gefahrenquelle zu lokalisieren und diese zu neutralisieren. Oh, ein kleiner Hint noch. Und zwar, ich habe einen kleinen Newsletter, der kommt einmal die Woche raus. Das ist der Seemannssonntag. Wenn du Lust hast, komm doch einfach an Bord und sei dabei. Um an Bord tauchen zu dürfen, brauchen wir dringend unseren Tauchereinsatzleiter, der am Endeffekt den Tauchereinsatz leitet und auch die Befehle schreibt, den Schiffsarzt, um die medizinische Sicherheit zu geben, Sicherungspersonal im Boot oder auf der Pier in Form vom Leinenhändler oder das Bootspersonal. Und, was brauchen wir natürlich, uns als Taucher. Das heißt, ein Tauchereinsatz besteht nicht nur aus unseren Tauchern, sondern besteht aus mehreren Komponenten, die alle effektiv wichtig sind, um einen Tauchereinsatz durchzuführen. Als Taucher tragen wir viel Ausrüstung mit. Ungefähr 20 Kilo, bestehend aus unser Flaschenpaket mit Gewichten, Flaschenpaket und Tarierweste, unser Messer, unser Bottentimer. Das sind die groben Ausrüstungsteile, die wir definitiv brauchen. Je nach Einsatzart haben wir natürlich auch Werkzeug mit. Im Zweifel haben wir ein Bolzensetzgerät mit, um Stahlplatten bzw. Eisenplatten unten an die Schiffshaut zu machen. Bürsten, Keile. Das heißt, je nach Einsatzart tragen wir nicht nur 20 Kilo mit, sondern gerne auch mal bis zu 40 Kilo. Zur Vorbereitung des Tauchereinsatzes zählt klar der Tauchbefehl. Dieser muss geschrieben werden, von den einzelnen Stellen genehmigt werden. Dann muss natürlich die Besatzung informiert werden und es wird ein Taucherbriefing stattfinden, wo der Tauchereinsatzleiter alle am Tauchenden einmal zusammenholt und erklärt, was wir tun und warum wir es tun. Das Tauchbriefing ist ein Briefing, wo alle am Tauchen beteiligten Personalien dabei sind. Das heißt, die Sanität ist da, alle, die von der Sanität gestellt werden, das Sicherheitspersonal, das Bootaussetzteam, die Taucher, der Tauchereinsatzleiter. So, heute bei einer Tauchtiefe von 7,80 Meter, im Nutzerbereich von Tauchtabelle 9 Meter, 3 Minuten am Stück können wir machen. Geplant sind 2 Tauchgänge für die Taucher, je nach der Strömung, Sicht. Und dann gucken wir mal in Bootswasser. Wenn das Bootswasser, dann der Schlitten wieder hoch. Wir bringen die Stellung aus und ihr kommt dann längsseits und macht das Boot hier irgendwie fest. Im Taucherbriefing wird einmal die Rundumlage geschildert. Das heißt, wir kriegen ein Wetterupdate. Wie warm ist es außerhalb des Wassers, im Wasser? Was sind die Sichtverhältnisse? Wie ist die Strömung? Wie tief es ist? Und was wir zu tun haben. Das heißt, machen wir nur eine Schiffsbodenuntersuchung? Reinigen wir was? Reparieren wir was? Oder suchen wir den Grund ab? Die Tauchbelehrung ist ganz klar, um die Taucher darüber zu belehren, was ihre Rechte und Pflichten sind. Das heißt, wir dürfen nicht in Unterwasserbauwerke eintauchen, wir dürfen nicht unsere Sicherheitsleine kappen und da wird auch klar gefragt, ob wir uns überhaupt in der Lage fühlen zu tauchen. Denn Tauchen ist eine Entscheidung, die der Soldat selber trifft. Nach dem Tauchbriefing findet die Vorbereitung statt, das heißt, die Geräte werden klar gemacht, das Boot geht ins Wasser, die Stelling wird klar gemacht oder der Tauchplatz wird klar gemacht und dann geht es auch bald ins Wasser. Ich habe gerade den Sprechsatz für unsere Tauchgeräte klar gemacht. Das heißt, wir haben quasi ein Stück, also einen sogenannten Schwinger. Das ist ein kleines Porzellangefäß hier drin, wo wir die Stimme vom Oberdeck haben. Das heißt, wir sind mit dem Oberdeck verbunden und kriegen so Informationen unter Wasser. Und wir haben bei uns in der Maske eingebaut unten einen Sprechsatz. Das heißt, wir haben unten auch ein Mikrofon drin, quasi da unten, womit wir quasi mit dem Oberdeck reden können. Wir haben jetzt gerade schon einen Funkcheck gemacht, aber wir werden gleich nochmal, sobald das Gerät zusammengebaut ist, einen kompletten Funkcheck machen. Als nächstes bauen wir dann das Gerät zusammen. Das heißt, ich nehme erstmal die Schläuche, die wir hier im Gerät verbaut haben, aus der sogenannten Parkposition. Das heißt, die Schläuche sind uns nicht im Weg und wir können damit besser durch die Gegend laufen. Es fällt nicht ab, gutes Zeichen. Als nächstes nehmen wir unseren Druckminderungsschlauch und verbinden den mit unserer Tarierweste. Als nächstes schließen wir den Oktopus an. Das ist quasi die Notversorgungsluft. Das heißt, sobald wir das Gerät offen haben, kriegen wir hier drüber Sauerstoff. Dann schließen wir zu guter Letzt noch die Maske an. Nachdem das alles angeschlossen ist, gucken wir, ob die Ventile zu sind. Das prüfen wir an beiden Masken. Und erst wenn beide geschlossen sind, drehen wir das Flaschenpaket auf. Jetzt dürfte
aus der Notversorgung schon Luft kommen, da das Gerät an sich offen ist. Zur Gegenprüfung atme ich jetzt auch nochmal quasi das Gerät an, um zu prüfen, ob auf der Maske Luft ist. Das wäre nämlich ein schlechtes Zeichen, dann würde der CDR-Hebel nicht richtig funktionieren. Es kommt keine Luft an. Ich prüfe jetzt nochmal, ob beide Ventile wieder geschlossen sind und ziehe den CDR-Hebel auf die sogenannte D-Position, das heißt Dive. Wir kriegen jetzt auch in unserer Maske Sauerstoff. Nachdem das Ganze geprüft ist, drehen wir das Gerät wieder zu und prüfen, wie viel Bar in einer Minute fällt. Es dürfen nicht mehr als 10 Bar fallen. Quasi ganz genau wie beim ASG. So, die Minute ist um, das heißt, wir haben jetzt festgestellt, dass wir genug Bar, nicht mehr als 10 Bar gefallen. Als letzten Step des Zusammenbauens schließe ich jetzt den Filemeter, das sogenannte Druckventil, nochmal an und habe den so an meinem Gerät, um immer zu wissen, wo er ist. Nun ist das Gerät mit einem Druck von 300 Bar einsatzbereit. Dies kann ich dann mein Tauchereinsatzleiter melden. Das ist nicht der Ton vom Einsatzleiter, wie man fast denken könnte, sondern das sind unsere Tauchereinsatzstühle. Es macht es jetzt unglaublich einfach, hier die Geräte anzuziehen. Erstens, weil sie halt breit genug sind, dass wir uns davor setzen können. Und durch das Netz hier hinter haben wir immer noch den Platz, dass wir die Flaschen vernünftig abstellen können. Und so kommen wir am Ende sehr leicht in das Gerät rein und können uns relativ schnell ausrüsten oder abrüsten. Im Notfall ist hier auch das Gerät von unserem Rettungsschwimmer bzw. Rettungstaucher. Dementsprechend kommt er auch relativ schnell ins Gerät. Zu unserer Ausrüstung als Taucher haben wir einmal unser Tauchermesser, dementsprechend immer in Griffweite. Viele tragen es hier, einige tragen es auch am Unterschenkel. Dies haben wir dazu, um an Leinen zum Beispiel, wenn wir irgendwo festgefahren sind, um diese zu befreien oder im Zweifel auch, um andere Sachen abzuwehren. Dann haben wir noch unseren Bottentimer. Auf dem können wir die Tiefe sehen, wie lange wir im Wasser sind und grundlegende Informationen, was unsere tiefste Tiefe war. Das ist im Zweifel für den Taucherarzt wichtig, um die richtige Behandlung zu haben. Wir haben 3 unterschiedliche Anzüge. Das ist einmal der 3 mm Warmanzug, Nasstaucher. Den habe ich gerade an. Dann haben wir noch unseren KV, Konstant-Volumenanzug. Das ist quasi ein Trockentauchanzug. Der ist quasi wasserfest und hat eine eigene Luftversorgung, um den Taucher in kalten Gewässern oder in unreinen Gewässern größtmöglichen Schutz zu bieten. Und dann haben wir quasi den nochmal als 7 mm Variante. Wie man sehen kann, ist der KV-Anzug ein Einteiler. Das heißt, er ist an sich komplett geschlossen, bis auf an den Händen. Dort haben wir extra Handschuhe. Wir haben an dem KV eine Sauerstoffflasche, die mit dem Anzug verbunden ist, worüber wir in den Anzug Luft reinfüllen können. Wie gesagt, der Anzug ist ein Trockentauch, das heißt, man bleibt da drin trocken. Viele nutzen den, wie gesagt, in verschmutzten Gewässern und der ist auch komplett dicht. Beim Anziehen ist immer wichtig, dass man am letzten Stück sämtliche Luft aus dem Anzug vorab rausmacht, damit man nicht mit den Füßen zuerst wieder aus dem Wasser auftaucht. Nun sind die Vorbereitungen vorbei. Es ist klar zum Tauchen. Das nächste Mal sehen wir uns dann im Wasser. Ja, ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Und jetzt könnt ihr ein bisschen mehr umreißen, wer sind denn überhaupt unsere Taucher an Bord? Wie groß ist so eine Tauchergruppe? Und das nächste Mal geht's ab ins Wasser. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Abonniert diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf geht's, habt eine ganz erfolgreiche Woche.